Ballapup. Nein. So nicht. Werkzeugfan. Werkzeugfan. Alles klar? Batman. Yeah. Werkzeugfan. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir ein etwas ungewöhnliches Video. Denn wir haben hier auch ein sehr ungewöhnliches Werkzeug. Wir haben hier ein Werkzeug, um Dinge zu beschriften. Und zwar nahezu beliebige Dinge zu beschriften. Und falls ihr euch fragt, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Wir haben vor kurzem oder vor einiger Zeit schon Videos zu den Metabo-Akkus gemacht. Ja? Zu diesen Akkus. Und wir haben hier einen ganz normalen Metabo 18 Volt Akku. Wobei Metabo hier nur im Gänsefüßchen zu nennen ist, weil Metabo ist nur ein Mitglied bei CAS. Insofern gibt es auch viele andere Hersteller. Ich zeige euch das mal hier drüben. Und damals, als ich das Video gemacht habe, hatte ich unter anderem einen Edding-Akku. Und da habe ich noch gewitzelt hier im Team und gesagt, Mensch, jetzt brauchen auch schon die großen Edding-Stifte einen Akku. Und auch ihr habt unten drunter geschrieben in den Kommentaren, Mensch, Edding, was gibt es denn da für einen Akku oder wozu braucht man das eigentlich? Und zwar genau hierfür, für dieses Beschriftungssystem. Und ich finde das echt mega, mega interessant und das zeigen wir euch jetzt mal. Ihr könnt ganz einfach das hier machen. Schaut euch das mal an, ist das nicht der Hammer? Hier, fest. Oder auch sowas. Und ihr seht, wie schnell das Ganze funktioniert. Zack. 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 Und das geht wunderbar. Und ihr seht, wie schön das hier wirklich auch lesbar und sichtbar ist hier auf dem Holz. Und es ist sofort, ja, beschriftet, hier nichts an meiner Hand. Und genau das ist das, was dieses Gerät hier, dieses System hier auszeichnet. Ja, du hast gerade gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben ein echt interessantes System, um Dinge zu beschriften. Aber das hier ist nicht unbedingt natürlich für den Heimgebrauch gedacht. Das ist ein Industriegerät. Das hier ist wirklich ein Gerät, was du benutzt, um regelmäßig Pakete zu beschriften oder in Lagerhallen Maschinen oder Teile oder sonst irgendwas. Oder zum Beispiel Boxen zu beschriften, die du immer wieder benutzt, um die dann entsprechend nachher einzuscannen. Denn das, was du hier gesehen hast, man kann natürlich Strichcode draufdrucken, um den entsprechend hinterher auch einzulesen. Ja, regelmäßig einzulesen. Und eine Box kann man damit zum Beispiel beschriften. Wenn ihr Regalboxen habt, dann kannst du die immer wieder einpiepen und hast dann eine abwischfeste Beschriftung. Denn wir reden hier nicht davon, dass man einfach nur Holz beschriften kann, sondern du kannst damit nahezu alles beschriften, sogar Glas. Also wir haben hier wirklich die Möglichkeit, alles Mögliche zu beschriften. Und was ich besonders toll finde, und das zeichnen diese Geräte übrigens auch aus, das Ganze ist UV-beständig und witterungsfest. Das heißt, die Dinge, die wir heraufdrucken, sind dementsprechend auch unter Beanspruchung immer noch auf dem Objekt drauf. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Übrigens, obwohl hier Edding auf dem Akku draufsteht, ist es ein Gerät von Elried in Kooperation mit Edding. Und wie gerade gesagt, das ist ein Gerät nicht unbedingt für den Privatgebrauch, auch wegen dem Preis, da kommen wir nachher nochmal dazu. Aber ich finde es für euch interessant, dass ihr mal seht, was man alles so an Geräten überhaupt heutzutage schon produziert und machen kann. Und ich finde es auch interessant, dass es wieder ein Gerät aus dem Bereich CAS ist. Weil hier ist wirklich ein Trend gesetzt und ich finde das mega, dass du auch diesen Akku einfach hier reintun kannst oder auch in deinen Akkuschrauber. Ja? Deswegen wollte ich euch das hier auch zeigen. Und das, was wir haben, ist auch ein wirklich innovatives System von der Handhabung und von der Benutzung. Denn wir haben hier eigentlich, gucken wir uns das mal hier an, wir haben hier übrigens eine USB-Schnittstelle und eine Ethernet-Schnittstelle, würde ich hier mitten hinten am Gerät dran. Und das hier in dem Bereich hier, das hier ist wirklich ein kompletter Computer, den wir hier haben. Wir haben hier, ja, das hier ist ein Computer komplett, der hier drin ist mit Display, mit allem drum und dran. Und der eigentliche Drucker, ja, den wir haben, das ist das Teil hier. Denn das hier ist quasi hier, hier vorne ist der Druckbereich. Das ist quasi, und ich zeige euch auch mal, wie das Ganze aussieht. So, jetzt hier seht ihr hier schon, ich nehme das hier raus. Das ist alles in der Patrone integriert. Ja, das hier ist die sogenannte Druckpatrone, wo hier vorne dann entsprechend dann auch mit geschrieben wird. Das ist alles ein Teil.
kann man natürlich einzeln kaufen. Und apropos einzeln kaufen, es ist so, dass man diese Teile hier, ja, also diese Druckpatronen, man kann hier verschiedene Farben kaufen, auch verschiedene Oberflächengüten. Es gibt verschiedene Patronen für Holz, für Saugungsmaterial, bis hin zu solch sehr, sehr glatten Materialien, worauf das Ganze dann trotzdem hält. Ja, kann man verschiedene Sachen kaufen. Und es gibt übrigens auch 2 verschiedene Größen, die man nehmen kann. Das Ganze gibt es in hier den 25er und den 12er. Das unterscheidet sich hier in der Höhe des Druckbereichs. Ja, der eine kann nicht ganz so hoch schreiben wie der andere. Aber bevor wir uns weiter über das Gerät hier unterhalten und den ganzen Kladderadatsch drumherum, jetzt drucken wir noch ein bisschen. Du hast hier zum Beispiel das Motiv, das du drucken möchtest. Hier ist der Knopf, um entsprechend zu drucken. Du legst es auf. Übrigens, das hier sind Führungsrollen, ja, um das entsprechend hier entlang zu führen. Das hier ist gummiert, ja, was ihr habt. Und dann geht es auch schon los. Ihr legt das Ganze auf, legt schön plan auf, drückt auf den Knopf. Dann habt ihr hier auch einen Laser. Ich hoffe, ihr seht das hier. Ja? Auflegen, drücken und los geht's. Und ihr seht, so einfach geht das Ganze. Um etwas anderes zu drucken, könnt ihr hier einfach gehen auf Text editieren. Könnt euch zum Beispiel auch ein anderes Motiv auswählen. Ja, das ist übrigens ein Touch-Display. Ihr könnt hier entsprechend drüber gehen. Aber ich würde sagen, wir probieren erstmal das. Batman! Nochmal. Das ist echt süß. Guck mal, wie süß der ist. Ich finde voll süß. Wir markieren jetzt einfach mal irgendwas. Aufsetzen. Ein bisschen dreckig hier. Aber es funktioniert. Ihr könnt natürlich damit auch ein bisschen Schabernack treiben. Denn das, was wir hier sehen in unserem wunderschönen Tor, da ist Daniel mit dem Stapler reingefahren. Das ist natürlich nicht so schön. Damit auch jeder weiß, wann und wer und wo und was hier passiert ist, machen wir einfach Folgendes. Alles klar? Übrigens bekommt ihr sogar eine Tastatur hier mit dazu, um das Ganze einzugeben. Ich zeige euch das mal. Wir machen jetzt Folgendes. Wir sagen jetzt hier neuer Text, haben hier Text und gehen hier drauf. Dann können wir einfach machen Zeug Fan. Wenn wir das geschrieben haben, können wir hier noch die Schriftgröße auswählen. Ja, können es größer, kleiner machen und so weiter. Können jetzt auch noch mal sagen, wir wollen es fett haben. Und dann gehen wir hier einfach auf Speichern. Dann können wir es noch etwas positionieren, wenn wir das wollen. Ja, so wie hier. So. Sagen das Ganze bestätigen. Ja, wir geben noch einen Namen ein. Einfach mal schnell hier Werkzeugfan, speichern, fertig. Jetzt können wir durchs Menü durchgehen und sind hier drauf. Und jetzt können wir es auch schon. Dann gehen wir hier auf Drucken und drucken. Yeah! Werkzeugfan! Weißt du, was wir mit dem Ding auch drucken können? Ne? Franks Praktikumsnote. Oh. Eine saftige 6. Grüß an Frank. Ich mache das Ganze jetzt mal auf der Wand. Und zwar, nein, wir nehmen hier die Werkbank. Schau mal, man kann das recht einfach auch hier, man hat hier jetzt die Werkbank, legt das Ganze hier an. Werkzeugfan. Jetzt haben wir wirklich jede Menge Quatsch gemacht, aber es war, glaube ich, wichtig, um euch mal zu zeigen, was alles so geht. Man kann also wirklich einfach eine Message schreiben oder etwas schreiben, um etwas zu beschriften. Einfach mit der Tastatur hier eingeben und schon geht's los. Ihr könnt aber auch Bilder hochladen und diese Bilder immer mal wieder ausdrucken. Ihr könnt übrigens auch hinter die Bilder was schreiben und so weiter und so fort. Der Haupteinsatz wird aber wahrscheinlich folgendes sein, und zwar Strichcodes irgendwo drauf zu machen oder so wie eben vielleicht sowas wie ein Datum. Bei den Strichcodes ist es so, dass wir hier einen Strichcode-Generator eingebaut haben. Und ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das dann aussieht, wenn das Ganze ausgedruckt wird. Hier seht ihr den Strichcode. Ja. Und dann haben wir hier unseren Strichcode. Das Ganze geht ja wunderbar und ist auch wirklich schnell. Und es ist so, dass wir hier an dem Gerät, beziehungsweise wir können Folgendes machen, wir können eine Excel-Liste nehmen, können sie hier importieren oder über eine Excel-Liste entsprechende Seriendrucke machen. Du kannst das Gerät mit WLAN verbinden, du kannst das Gerät mit LAN verbinden, um gerade so eine Serientätigkeiten entsprechend zu machen. Das ist ja entsprechend wichtig, weil wenn du so etwas benutzt, wirst du es wahrscheinlich sehr häufig und immer wieder benutzen oder
eben, wie wir es jetzt gemacht haben, um immer wieder dasselbe zu machen, dasselbe zu beschriften und denselben Text zu schreiben, dasselbe Bild immer wieder auf den Karton oder wo auch immer drauf zu bringen. Und dafür ist das Gerät gedacht, um eben wirklich professionell oder im professionellen Bereich das Ganze zu tun. Jetzt gerade in einer kurzen Pause haben wir uns auch noch mal gerade hier über die Geräte unterhalten und wir finden alle diese Geräte wirklich interessant und man sieht, was man alles heutzutage schon machen kann. Überlege mal. Hätte vor 20 Jahren jemand gesagt, dass du einen Computer mitten in der Hand hast, mit dem du sowas hier alles machen kannst und welche Möglichkeiten du hier hast und auch wie hochwertig und ausgereift so ein Produkt ist. Das ist unfassbar. Das Ganze mit einem 18-Volt-System. Wahnsinn. Übrigens kommst du einen kompletten Arbeitstag mit dem Akku hier hin. Und jetzt ist die Frage, welcher das ist. Das muss ich selbst mal nachgucken. Wir haben hier einen Akku, 4 Ampere. Wir haben hier einen 4 Ampere-Stunden Akku und damit kommst du locker 10 Stunden über den Tag mit dem Gerät. Das finde ich schon interessant und Wahnsinn, was da auch geht, dass du so einen Computer hier so lange mit diesem Akku betreiben kannst. Echt interessant. Jetzt kommt aber der Pferdefuß bei der ganzen Sache, denn das Gerät ist wirklich nicht günstig. Und zwar sind wir hier bei einem Preis von über 4.000 Euro. Ja, 4.000 Euro. Aber das ist ja auch kein Gerät, wie ich vorhin schon sagte, für den Heimgebrauch, sondern ein Gerät, um entsprechend hier im Industriebereich eingesetzt zu werden, was jeden Tag, den ganzen Tag entsprechend hier beschriftet. Und da hat natürlich diese hohe Qualität und diese hohe Güte natürlich auch ihren Preis und auch die Entwicklung. Falls ihr das interessant findet, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob wir wieder mal ganz ungewöhnliche oder abgefahrene Geräte uns hier mal anschauen sollen. Und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.